Ich glaube, heute küren wir ihn, und zwar den neuen König der Tischkreissägen. Nach 5 Jahren der Dominanz von dieser Säge, von Dewald, ist es, glaube ich, heute wirklich so, dass Bosch es geschafft hat. Wir haben die neue Tischkreissäge von Bosch da. Vor kurzem haben wir sie ja nur im Video so grob vorstellen können. Heute haben wir sie da. Wir haben getestet, wie gut ist die Absaugung. Wir haben aber auch die Akku-Variante getestet. Wie lange kommen wir eigentlich mit einer Akku-Variante her? Und am Ende werden wir heute Folgendes machen. Wir werden ihn küren. Wir werden Punkte vergeben und wir werden den König küren. Und vielleicht ist er wie die Dewald. Ich bin gespannt. Wir werden heute in diesem Video wirklich Punkte vergeben. Wir werden uns Punkt für Punkt beide Sägen anschauen und schauen, welche Säge bekommt mehr Punkte. Denn ich will es versuchen, möglichst neutral zu machen. Und übrigens, wir haben heute auch die Akku-Variante dabei. Die ist außer Konkurrenz, aber wir haben natürlich trotzdem getestet, wie lange kommt ihr mit einem Akku hin, wie viele Schnitte könnt ihr machen und so weiter und so fort. Aber das alles in diesem Video. Denn wir müssen eine Sache sagen. Wir haben diese Säge hier, die hat den Markt richtig aufgeräumt. Also die Dewald hat richtig Rambazamba gemacht. Denn wo vorher das Ganze relativ klar war, war es so, dass als die auf den Markt kam und sich durchgesetzt hat auch, dass sehr viele gesagt haben, Mensch, so ein Zahnstangenantrieb hier, wie wir ihn hier haben, ist eigentlich eine geniale Sache und die Säge hat noch ein paar andere Dinge, die einfach richtig gut waren. Und jetzt hatte aber Bosch Zeit. Bosch hatte wirklich viele Jahre Zeit zu sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir eine Säge bauen, die mindestens gleich gut ist, aber, und das kann ich jetzt schon verraten, die an vielen kleinen Details nochmal so andere Dinge mit dabei hat. Macht sie es grundsätzlich anders und grundsätzlich neu? Eigentlich nicht, aber die Details sind am Ende entscheidend. Und ihr müsst heute bitte Folgendes machen und ihr vergebt für euch auch bitte Punkte. Ja? Ich mache das ja aus meiner Sicht, das heißt, es kann sein, dass es irgendwann nachher 10:12 steht oder irgendwas, vielleicht steht es bei euch aber anders, weil ihr Dinge auch anders wertet. Kann durchaus sein, also macht fleißig mit und schreibt gerne in die Kommentare, was ist eure Meinung. Lasst uns reingehen, wir fangen an natürlich mit dem offensichtlichen, dem Parallelanschlag. Wir haben hier, jeder kennt das eigentlich, aber ich habe hier eine Zahnstange, hier unten, auf der anderen Seite auch. Und durch diesen Antrieb ist es so, dass ich auf beiden Seiten, ich habe hier eine durchgehende Stange, ich habe rechts und links davon, habe ich, oder vorne und hinten habe ich entsprechend ein Zahnrad, was in diese Zahnstange reingeht. Und so ist es so, dass wenn ich das nach vorne und hinten tue oder bewege, dann ist es einfach so, dass ich dadurch absolut parallel zum Sägeblatt das hin und her schiebe. Ja, das funktioniert richtig gut. Und jetzt ist es so, dass wir uns jetzt mal den Parallelanschlag an sich einzeln angucken und wir werden gleich durch die Punkte sehen, wo ich noch ein bisschen mehr Wert drauf lege. Aber wir schauen uns ihn erstmal an. Wir haben hier dasselbe System wie bei Dewald. Wenn wir uns das jetzt mal von hier anschauen, ist es so, dass ich jetzt einfach hier klack, klack machen kann. So, nehme das raus, also ich nehme es einfach gerade nach oben, kann es dann entsprechend in eine andere Position auch reintun, je nachdem, wo ich das haben möchte, runter, fest. Ja? Auf der zweiten Position ist es so, wir haben übrigens hier auch eine andere Farbe, dass ihr seht hier unten, ich habe hier einmal das Ganze in Silber und hier habe ich es in Schwarz. Die silberne markiert die Stelle, wo ich ans Sägeblatt hier rangehe, ja, wo ich wirklich sage, zack, ich bin hier dran, kann ich es hier einfach umlegen, dann bin ich hier am Sägeblatt, kann ganz eng dran arbeiten. Die anderen Positionen sind eben, um eben etwas weiter davon wegzuarbeiten. Diese hier ist übrigens, falls du auf der anderen Seite auch arbeiten möchtest, ja, fragen einige von euch ja öfter mal. So, wenn wir uns das Ganze jetzt mal bei Dewald angucken, hier ist es ähnlich gebaut, hat aber dieselbe Funktion. Ja, auch Zahnstangen hier und da und jenes. Aber hier ist es so, dass ich das hier entsprechend, Moment, so und so, dass ich das hier nach oben wegziehen muss und dann hier dann so einklemme. Ja, so ein bisschen hier so rein und fest. Funktion an sich identisch, aber es ist etwas anders gebaut. Was ich noch sagen möchte, ist, in beiden Fällen ist hier Kunststoff, hier ist es auch Kunststoff, in dem das Ganze gehalten wird. Ja, das ist in beiden Fällen kein Metall. Diese Funktion, die wir hier haben, ist übrigens auch bei beiden identisch. Ich habe einmal die Möglichkeit, das hier in die obere Position zu stellen, um hier entsprechend auch dicht ans Sägeblatt zu kommen. Oder ich kann jetzt eins weiter nach unten und dann habe ich hier eine Auflagefläche für entsprechend breites Material. Was ich noch sagen möchte, ist, in beiden Fällen ist es so, dass ich hier den Schiebestock direkt dran habe, hier als auch bei Bosch, was ich super gut finde, weil auf die Art und Weise ist ein Schiebestock immer quasi am Mann und immer griffbereit. Kommen wir zum nächsten Thema und jetzt wird es eng für Bosch, denn wir haben hier die neue Säge und die neue Säge ist nicht der Nachfolger der GTS 10 XC, sondern der 10J, also der relativ kleinen Variante. Ich muss sagen, die Größe würde mir eigentlich schon ausreichen, aber diese Säge hier ist wirklich
hat eine andere Dimension, die ist ein bisschen größer. Und in dem, was wir uns jetzt anschauen, schlägt die Dewald die Bosch aber um Längen. Nämlich, was haben wir hier für eine maximale Durchfahrbreite? Denn hier ist es so, dass wir das Ding ja relativ klein stellen können, aber auch so weit auseinander, was dazu führt, dass wir hier amtliche 83 cm, sogar 83,5 cm ausziehen können. Und das heißt also ein ganz klarer Punkt für Dewald, denn hier bei Bosch ist es so, wir kommen hier nur auf 64,5 cm. Warum genau diese Breite? Ganz einfach, Bosch hat gesagt, wir kommen mit einer standard schmaleren OSB-Platte hier immer noch gut durch. Wenn man das sich so als Maßstab annimmt. Ich bin mir sicher, dass Bosch, ich persönlich, ich habe keine Informationen, ja, ich sage nur, ich bin mir sehr sicher, Bosch wird nächstes Jahr eine neue Säge rausbringen. Vielleicht übernächste spätestens, um die GTS 10 XC abzulösen, und die wird wahrscheinlich weiter ausheben, weil der Tisch noch größer wird. Aber hier geht der Punkt ganz klar an Dewald. Kommen wir zum nächsten, und zwar auch wieder gleich Punktevergabe, ist folgendes. Und zwar, wir haben jetzt hier einen Anschlag, der ist nach draußen ausgefahren, Maximum. Und die Frage ist, wiefern hängt er durch? Und wenn wir uns das jetzt anschauen, haben wir jetzt hier unser Metalllineal und gucken hier mal durch, und da sehen wir, ja, wir kommen hier ohne Probleme durch. Ich lege hier wirklich auf, kommen wir durch, kann sogar einen Tick wackeln. Ja, also wir haben da schon so einen Millimeter, den wir jetzt hier runterhängen. Bei Dewald ist jetzt die Frage, wie ihr es wertet. Bei dem maximalen Auszug seht ihr hier, dass wir deutlich, aber wirklich deutlich mehr Platz haben, also deutlich mehr runterhängen. Wenn wir es aber auf dieselbe Breite stellen, ja, und zwar wirklich hier auf die 60 cm, dann sehen wir hier, dass es eigentlich fast identisch ist. Insofern bekommen wir für das Thema Runterhängen aus meiner Sicht beide den gleichen Punkt. Nächster Punkt, jetzt wird es langsam haarig. Wir haben hier in unserem Parallelanschlag bei Dewald hier nichts. Hier ist einfach nichts vorhanden, kein Nut, kein nichts, kein gar nichts. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Stück Holz haben, wollen jetzt eng am Blatt wirklich was schneiden, ich will jetzt hier meinetwegen 5 mm oder das halbieren, dann habe ich ein Problem. Denn ich bin hier so dicht am Sägeblatt, dass ich ja eigentlich hier gerne nicht mehr so unbedingt rumfummeln möchte, ja, wenn ich schmalere Stücke habe. Das heißt, ich muss aber trotzdem einen Druck nach unten aufbauen, damit wir wirklich hier ordentlich auch anliegen. Da haben wir hier die Möglichkeit natürlich mit 2 Schiebestöcken oder so zu arbeiten. Das geht auch irgendwie, man kann sich auf was basteln. Hier bei Bosch ist es anders. Ich habe hier an der Stelle einen Nut hier im Parallelanschlag. Der ist dafür da, um sowas wie das hier einzusetzen. Ich habe hier so ein Featherboard, das ist meine Bezeichnung dafür, wo ich Folgendes machen kann. Ich habe hier unser Stück Holz und dann ist es so eingestellt, dass ihr jetzt schon seht, wie das hier wirklich nach unten gepresst wird. Und das ist jetzt unten, das hält auch unten fest. Und jetzt könnt ihr hier durchgehen. Und jetzt passiert Folgendes, das muss man übrigens im Zubehör nachkaufen. Ja? Gibt es bei Amazon, bei eBay, sonst wo, gibt es sowas zu kaufen, kostet auch nicht viel. Ihr habt aber eine hohe Sicherheit, denn das Holz wird runtergeführt. Ihr müsst nicht hier irgendwie mit den Fingern dazwischen oder mit dem Schiebestock. Und ihr habt auch einen gewissen Rückschlagschutz, weil wenn ihr so seht, es ist zwar noch möglich, ja, wenn ihr jetzt am Blatt fährt, könnt ihr auch nicht nach da, aber es ist deutlich erschwert, nach vorne zu gehen. Und wenn ich jetzt hier einfach arbeite, kann ich wunderbar das nach vorne durchführen. Und ihr seht jetzt hier, wie das nach unten geht und ich damit arbeiten kann. Für mich geht hier der Punkt ganz klar an Bosch. Jetzt wird es schwierig und jetzt musst du für dich selbst entscheiden, was ist besser. Wir haben hier unseren Spaltkeil mit eingebautem Sägeblattschutz oder unserem Schutz, dass wir eben hier nicht einfach reingreifen können, weil dafür ist das ja da. Wir können hier das Ganze oben feststellen, können jetzt hier arbeiten. Das ist aber nicht gedacht, um das andauernd zu machen, sondern es ist dafür da, um zum Beispiel, wenn du ganz dicht am Sägeblatt arbeitest, eine Seite hochzuklappen, weil du hier so nur ein paar Millimeter entfernt bist. Ja, dafür ist das entsprechend da. So, aber was kannst du machen? Du kannst entweder so arbeiten, du kannst aber auch einfach hier an dem Hebel ziehen und kannst den rausnehmen und kannst dann ganz einfach den zweiten, das ist wichtig, den zweiten Spaltkeil nehmen, den hier entsprechend reintun und dann kannst du hier Nuten ziehen. Ja, dann kannst du, weil das hier ist ja tiefer als das Sägeblatt, ergo du kannst hier wirklich verdeckte Schnitte machen. Schön. Oder du kannst auch sagen, Spaltkeil brauche ich ja überhaupt nicht. Dann dran ziehen und weg ist das Ding. Ja? Aber das ist auch ein Thema, nämlich weg ist das Ding. Das heißt, das kann also relativ schnell passieren, wenn du mit beiden hier hantierst, dass eins von beiden, das was du gar nicht brauchst, auch auf der Baustelle einfach mal weg ist. Aber das ist die Philosophie von Dewald. Ich muss sagen, hier drauf zu gehen oder hier zu ziehen und das dann ganz einfach hier wieder einzustellen, ist eine geniale Sache. Bei Bosch haben wir das nicht, also explizit nicht. Denn hier ist die Philosophie anders. Wenn ich sage, na, das stört mich hier irgendwie gerade, dann ziehe ich das hier zurück
kann das einfach abnehmen und dann habe ich nur noch den Spaltkeil. Ja? Also ich kann das auch einfach abnehmen und auch sehr einfach wieder draufsetzen. So, einfach hier, so, dran, fertig. Ist wirklich einfach richtig gut gelöst, muss man sagen. Jetzt ist aber so, wenn du sagst, du willst das verstellen, dann musst du Folgendes machen. Schlüssel rausziehen, rüber, rein, das hier hochziehen. Dann musst du einmal hier ran und dann kannst du das hier nach unten stellen, in die untere Position. So, müssen wir hier wieder rein, fest und fertig. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen rumfummeln. Es ist nicht so klack, 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 fertig dran. Jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, entsprechende Nu zu ziehen, haben das Ganze nach unten, aber der Spaltkeil ist noch drin. Warum hat Bosch das so gemacht? Bosch sagt ganz klar, der Spaltkeil bleibt drin, weil ein fehlender Spaltkeil ist ein Sicherheitsrisiko. Ist viel höheres Problem zum Thema Rückschlag, hast du viel eher genau dieses Thema. Insofern ist es so bei Bosch, du kannst den auch gar nicht abmachen. Du müsstest ja irgendwie da rein oder irgendwie raussägen, weil das eine Führung und in der Führung bleibt es immer drin. Also das heißt, ich kann es nicht tiefer und ich kann es auch nicht komplett entfernen. Es bleibt immer dran. Das System hier an sich finde ich wirklich gut. Es ist einfach schnell gelöst. In der Regel bei mir ist das Ding immer oben. Ich habe immer meinen Schutz drauf. Hier bei Dewalt kannst du eben schneller machen. Ja? Was ist dir lieber? Das musst du für dich entscheiden. Für mich bekommen beide einen Punkt. Wir gucken uns jetzt die Höhen- und Winkelverstellung an. Und da hat Bosch eine richtig clevere Idee. Ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze hochzustellen, runterzustellen. Wirklich einfach. Aber ich habe hier den Winkel 0 bis 45 Grad. Wir sehen hier aber noch jeweils 2 Grad hier mehr und auch 2 Grad dort mehr. Und ich kann jetzt Folgendes machen, ich kann das hier umlegen und dann kann ich hier einfach hochgehen, jetzt auf 45 Grad oder auf 0 Grad. Ich komme aber nicht dahin. Dazu muss ich das hier verstellen. Das muss ich manuell machen. Ich kann das hier nach hinten schieben oder auch abbauen und dann komme ich auf minus 2 Grad oder auf 47 Grad. Aber ich muss es manuell tun. Hier kann ich auch wunderbar leicht runterstellen, hochstellen. Das geht wirklich leicht. Ihr seht hier auch, ich kann das mit einem Finger machen. Das ist eine tolle Lösung. Ich kann auch hier das zur Seite tun und dann kann ich entsprechend hier die Gradzahl einstellen. Aber ich habe hier Folgendes und zwar diese Möglichkeit, ich kann das hier nach vorne ziehen, das ist so rum, genau. Also ich schiebe es zur Seite, dann nehme ich das hier in die Hand und dann komme ich jetzt auf minus 2 Grad. Wenn ich das nicht mehr haben will, gehe ich zur Seite und bin sofort wieder auf 0. Das Ganze kann ich auf der Seite machen und auf der Seite und muss nichts schrauben. Somit ganz klarer Punkt für Bosch. Nächster Test, auch da ist die Frage, was vergebt ihr für Punkte? Denn hier bei Bosch ist es so, dass wir hier eine Zone haben an 4 Punkten, einmal da, da, da und da, an dem wir Schraubzwingen festmachen können. Also so eine Zwinge wie hier. Wie ist das gelöst? Wir blenden das hier mal ein. Hier unten ist ein Doppelsteg. Aufgrund dessen können wir Folgendes machen. Ich kann jetzt zum Beispiel diese Zwinge nehmen, kann die hier jetzt mal ansetzen. So, und dann kann ich jetzt hier etwas festzwingen an der Seite. So, und ihr seht, das ist fest. Ja, soweit es so mit so einer Zwinge halt auch fest geht. Bei der Seite hier, oder falls ihr euch übrigens fragt, wofür ist das eigentlich da? Du kannst hier natürlich dir hier einen Anschlag bauen. Du kannst hier einen Anschlag dir an 2 Zwingen halt festmachen. Du kannst zum Beispiel, wenn du kleine Klötzchen machst, kannst du hier so eine geschwungene Lösung machen, die du hier fest zwingst, damit du jedes Mal, wenn du ein Klötzchen machst, dass er hier zur Seite abgeführt wird und auf die Art und Weise die Klötzchen, die nicht entgegenkommen. Habe ich selbst schon mal gehabt, genau das Problem. Damit hätte ich es lösen können, indem ich hier etwas festzwinge. Das ist aber nicht selbstverständlich. Hat Dewalt nicht. Wir haben hier einen einfachen Steg. Und wenn ich jetzt das hier nehme dann und das hier festmachen möchte, ja, so eine Zwinge, dann werdet ihr sehen, dass ich hier, das sieht erstmal fest aus, aber ja, es wird nicht fest, weil ich kann es ja einfach abkippeln, da ich hier an diesem einfachen Steg eigentlich kaum was festkriege. Ich kann mir aber helfen, das ist jetzt kein Thema, ich kann natürlich mir ein Stück Holz nehmen, lege mir das hier unten drunter, fräse mir das vielleicht auch minimal aus, kann ich hier auch was festmachen, das geht, ist nur nicht einfach nativ mit dabei. Und um euch mal zu zeigen, wie fest man das bekommt, zeige ich euch das mal mit so einer richtigen fetten Zwinge. Und ich nehme jetzt mal Folgendes, ich mache das hier unten drunter, so, Moment, an der richtigen Stelle und dann seht ihr, und ihr seht, das ist wirklich fest und das bekommt ihr einfach so hin. Ich sage
Punkt geht an Bosch. Ob euch der Punkt aber das wert ist, müsst ihr selber entscheiden. Jetzt wird's staubig. Kommen wir zur Absaugung. Wir haben hier bei Dewald oben einen Absaugpunkt, unten einen Absaugpunkt. Wenn wir jetzt hier absaugen wollen, müssen wir ein Zusatzteil uns kaufen oder uns was bauen, basteln und so weiter und so fort, was ich ja auch gemacht habe. Und jetzt ist es so, original von Dewald bekommst du einen Y-Adapter. Musst du extra kaufen, steckst du eins hier rein, eins da rein. Und was passiert dann? Der Schlauch, der hier ist, hängt runter. Wenn du jetzt hier etwas durchschiebst, kann das passieren, dass das Material, was du durchschiebst, am Schlauch hängen bleibt und dann im Zweifel sogar das Ganze rauszieht oder es irgendwie zum Stocken kommt. Dann kannst du natürlich versuchen, das hochzubiegen und so weiter und so fort oder hochzubinden. Viele haben hier so eine 3D-Drucklösung wie ich hier hinten dran, dass man das Ganze nehmen kann und dann hier hinten entsprechend entlang führt, aber man muss es extra bauen. Hier bei Bosch ist es anders. Erst einmal haben wir auch zwei Absaugpunkte. Absaugpunkt 1, Absaugpunkt Nummer 2. Was ich richtig cool finde, wenn du im Bosch-System bleibst, ist es so, dass du hier oben einen Click- und Clean-Anschluss hast. Das heißt, es klickt sich hier rein und kann nicht mehr rausfallen. Finde ich genial. Hier unten hast du keinen dran, aber irgendwie dann doch, weil du hast hier diesen Adapter im Lieferumfang mit dabei und auch richtigerweise an so einer Kette hier mit dran. Jetzt kannst du es hier reinstecken. So, jetzt hast du hier Click und Clean und kannst entsprechend hier rangehen. Wenn du mit einem Standardadapter hier drauf gehst, zum Beispiel von Festo oder von Bosch, ohne Click und Clean abzumachen, kannst du hier hinten das im hinteren Bereich auch festklemmen oder reinstecken. Das würde sogar auch funktionieren. Aber du hast hier diesen Adapter dabei. Zusätzlich ist es so, dass du hier eine Sache hast. Und zwar original ist es so, dass wir bei Bosch auch diesen Y-Adapter dazu kaufen müssen. Aber der geht hier rein, der geht da rein. Aber er hat eine seitliche Führung. Zumindest ist es auf dem Bild so zu sehen. Wurde mir von Bosch auch genauso erklärt, sodass es hier nicht im Weg ist. Sodass man sagen muss, je nachdem auch wie ihr das seht. Aber hier wäre es so, mit einem kleinen Hauch Vorsprung wäre hier Bosch dabei. Das heißt also ein Minipunkt für Bosch. Kommen wir mal zum reinen Absaugergebnis. Und hier ist es ja so, dass Bosch Besserung gelobt hat. Und jetzt machen wir Folgendes. Erst einmal, wir erinnern uns an die GTS 10 XC. Das ist ja ein Stein des Anstoßes gewesen. Weil bei der GTS 10 XC ist es so, dass sie extrem viel Staub und Schmutz um sich herum geworfen hat. Und das Ergebnis unseres letzten Tests unter der aktuellen Bedingungen, also mit den Baubullen, die wir heute da haben, auf 15 Meter längs geschnitten und so weiter, waren 95 Gramm bei 15 Meter Schnitt. Und wir machen jetzt mal Folgendes, ich blende euch mal hier ein, wie viel Gramm wir bei der Säge heute hatten und wie viel Gramm wir bei der Säge heute haben. Und ich muss sagen, da hat sich die Säge hier schon deutlich besser geschlagen. Ich freue mich, dass es nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne geht. Aber aufgrund der Zahlen ist das Ergebnis ja auf jeden Fall klar. Kommen wir hier zu diesem kleinen Schiebeschlitten-Anschlag-Ding, wie immer ihr das nennen möchtet, ist auch egal. Viele kennen das, das ist mit dabei, hier bei Dewald. Und hier hast du Folgendes, du setzt das hier ein und dann passiert Folgendes. Es wackelt. Das heißt, dass du es hier in der Position wirklich hier hin und her stellen kannst. Also allein in der Ebene sehe ich schon, das ist wirklich ein Millimeter auf der Entfernung, dass ich es schief stellen kann. Und ein Millimeter bedeutet, dass ich keinen absolut rechtwinkligen Schnitt hinbekomme. Das ist ein Problem, weil es gibt hier keine Möglichkeit, das irgendwie einzustellen. Andere Problem ist, was ist denn, jetzt habe ich hier 90 Grad, jetzt stelle ich hier einfach mal hier, was ich, 75 ein oder so. Sind das 75? Keine Ahnung, keine Rasterpunkte, kein gar nichts. Das heißt, ich muss eher so ein bisschen so schielen, ja, jetzt habe ich 75, aber auch 90 zurückstellen und so weiter. Ist echt nicht schön, aber vor allem, es wackelt halt vor sich hin. Hier bei Bosch haben wir jetzt eine ganz andere Lösung und zwar haben wir den hier. Da haben wir schon eine ganz andere Option. Nummer 1, wir sehen Folgendes und zwar sehen wir 1, 2, 3 Fixierpunkte. An der Stelle haben wir hier einen kleinen Innensechskant und dieser kleine Innensechskant, den wir haben, den können wir auch easy einstellen und zwar mit dem Schlüssel, der einfach hier mit dabei ist. Wir haben hier einen kleinen Innensechskant, ja, und da ist auf einer Seite ist es ganz klein, auf der anderen Seite ist es groß, den können wir hier reinstecken und können das einstellen. Und dann hört ihr das auch schon, ich stelle das ein, tue es hier rein und ihr hört jetzt nichts, weil es ist jetzt perfekt eingestellt, ich kann es perfekt benutzen, richtig genial. So, das heißt, es wackelt schon mal nicht. Zusätzlich habe ich Folgendes, ihr seht jetzt hier Rastpunkte, ja, hier. Seht ihr, überall Rastpunkte, je nachdem, was du so brauchst. Die gängigen Rastpunkte sind hier drauf. Wir haben, ihr seht es jetzt auf der Seite auch, Moment, jetzt rastete 1,
Es rastet da ein, rastet ein, rastet ein, rastet ein und so weiter. Wunderbar, finde ich richtig genial. Dann haben wir das hier. Wir haben hier so einen Anschlag, wo wir hier oben wieder eine Nut haben. Dafür gibt es auch Zubehör im freien Handel, den wir nutzen können. Aber allgemein ist das hier etwas, was ich bei Helden der Werkstatt schon ein paar Mal euch auch gezeigt habe. Da war es aus Aluminium und so weiter und so fort. Hier ist es nur Kunststoff, aber ist erstmal egal. Ich kann das hier nehmen, kann das irgendwo hin einstellen, kann es festmachen. Und jetzt kann ich Folgendes tun. Ich stelle das hier einfach hier rein. So, Moment, ich zeige es euch mal von da. Jetzt habe ich hier mein Stück Holz. Ja, und ich möchte immer ein Stück haben, was immer gleich lang ist. Ups, dann mache ich Folgendes. Ich nehme hier mein Stück Holz, lege es hier an der Stelle an, dann schiebe ich es durch, dann habe ich eine bestimmte Höhe, dann lege ich es wieder an, schiebe es durch, bestimmte Höhe und so weiter. Jetzt brauche ich das mal nicht, dann kann ich es auch einfach nach oben klemmen, kann das hier nehmen und kann wieder hin und her arbeiten. Das geht richtig genial. Wenn ich zum Beispiel auch sage, na, ich möchte das aber, brauche es noch ein bisschen breiter, kann ich es mir theoretisch auch hier rüber stellen und dann habe ich hier Folgendes, kann das wieder nach oben und unten stellen. Das hier ist aber sowas von richtig genial, viel besser als es bei der Dewald war und es gibt einen klaren Punkt. Kommen wir zum letzten Punkt, den ich vergebe, und zwar Verarbeitungsqualität. Ich muss sagen, da nehmen sie sich nichts. Beide sind extrem hochwertig verarbeitet. Was ich immer gut finde, ist, wenn auch die wichtigen Dinge aus Metall ausgeführt sind. Als Beispiel, hier die Zähne, die hier unten laufen, sind aus Metall. Natürlich vorne und hinten, ist bei Dewald auch so. Die Höhenverstellung, die wir hier unten drin haben, ist aus Metall, sodass es nicht verschleißen kann. Der Tisch ist sehr massiv, ist es hier auch. Es gibt keinen Grat, kein Spiel, kein gar nichts. Alles hier ist einer richtig guten Qualität. Dementsprechend bekommen beide ganz klar einen Punkt. Aber lasst uns mal darüber sprechen, wofür ich keine Punkte vergebe. Nummer 1, das Thema Gewicht zum Beispiel. Hier ist es so, dass diese Säge im Vergleich zum Vorgänger, der J, wirklich 4-5 Kilo leichter ist. Das ist enorm. Aber bei der Säge ist es hier so, dass wir hier ein größeres, massiveres Gerät haben. Allgemein ja eher ein Vergleich eher zu GTS 10 XC oder irgendwo dazwischen. Insofern sage ich, Gewicht ist jetzt echt nicht vergleichbar. Wofür ich auch keinen Punkt vergebe, ist das Thema Zubehör anbringen. Bei beiden Sägen kann man das Zubehör komplett verstauen. Du kannst alles abbauen, sodass du hier einen flachen Tisch hast. Alles ist nach unten gebaut, zur Seite gebaut. Alles hat seinen Platz, seinen Punkt. Nichts ist irgendwie überflüssig. Das ist schon mal richtig gut, aber das können beide Sägen wirklich sehr schön. Wenn du das gemacht hast, auch dafür vergebe ich keinen Punkt, weil beide machen es perfekt. Nämlich wir haben hier einen Tragegriff, ja, genau an der Stelle. Wir haben den auch hier und damit kannst du Folgendes machen, du kannst die Säge entsprechend so tragen und dann wegtragen. Das funktioniert wunderbar. Ja, ob das jetzt minimal besser oder minimal schlechter verarbeitet ist oder gebaut ist oder ausbalanciert, das ist dann deine Entscheidung. Es gibt eine Kleinigkeit, aber dafür finde ich es ein Punkt schon zu viel. Ich habe hier 2 Griffe an der Vorderseite. Ob das jetzt ein Punkt wert ist, das musst du auch selber beantworten. Auch keinen Punkt vergebe ich für genau das, aber es ist eine geniale Lösung. Ist euch das was wert? Nicht? Ja, nein, müsst ihr für euch entscheiden. Denn wir haben hier bei Bosch eine Sache, die super viele Leute nachgekauft haben oder selbst nachgebaut und so weiter und so fort. Und zwar ein Zero Clearance Board. Das heißt, du nimmst das, was wir hier haben, dieses Teil, nimmst du raus, ja, und ersetzt das. Warum? Du hast hier einen sehr breiten Schlitz, wo entsprechend das Sägeblatt ja drin steckt. Ja? Und jetzt ist es so, wenn du jetzt sagst, du willst auf keinen Fall Ausrisse haben, gibt es von Bosch das als Teil nachzukaufen. Du setzt das auch hier ein, dann machst du die Säge an, kurbelst das einmal hoch, sägst es dementsprechend ein und dann hast du ausrissfreie Schnitte. Finde ich richtig genial. Kannst du zukaufen. Punkt Ja, Nein, schreib es gerne in die Kommentare. Auch Punkt Ja, Nein ist Folgendes. Es gibt etwas, was die Bosch auf jeden Fall besser macht. Hier ist es so, dass Dewald einen Standard gesetzt hat. Nämlich hier unten drunter ist es so, wenn du jetzt mal ein ganz kleines Stückchen Holz hast, dann gehen die hier rein, gehen runter und sind dann am Ende hier unten in der Absaugung und verstopfen diese Absaugung. Da ist es so, dass du bei Bosch 2 Schrauben lösen musst. Das sind Kreuzschrauben, die musst du lösen, dann kannst du es aufmachen, kannst du wunderbar rausnehmen. Habe ich öfter mal gehabt, auch öfter mal ausprobiert. Es gibt andere Sägen, das ist richtig umständlich, macht gar keinen Spaß. Das macht die Dewald richtig gut. Hier bei Bosch ist es aber so, dass es sogar noch einfacher ist. Wir haben auch wieder einen Innensechskant. Das Ganze gehört ja auch mit zum Lieferumfang. Ich habe es hier mit dem gemacht, weil es damit einfach ein bisschen einfacher war.
Hier fehlt hier die andere Seite, aber es funktioniert. Und dann könnt ihr einfach nach hinten rausziehen. Vorteil, den wir hier haben, sind sogar gleich zwei. Nummer 1 ist nur eine Schraube, einfach ein bisschen drehen, raus, fertig. Vorteil Nummer 2, du hast das Werkzeug mit dabei. Denn hier den Schraubenzieher hast du Schraubendreher, ich weiß, den Schraubendreher hast du im Zweifel eben nicht dabei. Die ganze Zeit stand diese Säge hier ein bisschen unbeachtet rum. Warum? Weil es ist exakt dieselbe Säge mit einem Unterschied, nämlich sie ist akkubetrieben. Ja? Hier haben wir ein Kabel dran, hier haben wir kein Kabel dran, sondern hier haben wir einfach nur unseren Akku. Den setzen wir hier vorne ein. Das ist alles. Und dann können wir sie jetzt hier einschalten. Und wieder los. Und da fällt mir was ein. Da muss ich einen Punkt vergeben. Stimmt ja. Ich muss einen Punkt vergeben. Denn diese Säge hat die strombetriebene, ihr wisst genau, was ich meine. Also die kabelbetriebene Säge, die hat einen Sanftanlauf. Dewald hat keinen Sanftanlauf, das heißt also nochmal ein Punkt für Bosch und kein Punkt für Dewald, weil der Sanftanlauf im Jahre 2025 bei Dewald fehlt wirklich. Also das finde ich ein bisschen schade, das würde echt der Säge gut tun und ich weiß genau, wie viele tausend Leute diesen Sanftanlauf nachgekauft haben und ihn einfach schnell mal nachgerüstet haben. Kostet 10, 15 Euro und dauert eine halbe Stunde, hast du nachgerüstet, ist gar kein Thema. Aber es fehlt bei der, hier ist gleich mit dabei. So, gucken wir mal nochmal auf die. Wir haben hier jetzt die akkubetriebene Version. Hier haben wir etwas anderen einen Ausschalter, das war es aber auch schon. Wichtig ist nochmal Folgendes, wir haben hier auch zwei verschiedene Motoren. Der Motor hat, ich habe die Wattzahl vergessen, die blende ich dir mal hier unten ein. Wir selbst haben zwischen den beiden Sägen eigentlich den Unterschied gemerkt. Du sägst es einfach und du sägst halt einfach. Ja? Wenn wir nochmal einen Hardcore-Kräftetest machen sollen, schreibt mal unten in die Kommentare, mache ich vielleicht unter 3, 4, 5 Akkusägen, vergleiche die nochmal einzeln. Könnte ich gerne machen, gar kein Thema. Ansonsten sind die Sägen eigentlich baugleich. Hier habe ich keinen bürstenlosen Motor, sondern einen herkömmlichen Motor. Das heißt also, selbst wenn wir hier die Wattzahl deutlich über der Säge hätten, musst du die Effizienz nochmal abrechnen. Da ist kein großer Unterschied mehr zwischen diesen beiden Sägen. Das nochmal als Hinweis. Was wir auch gemacht haben, wir haben mit der Säge einen Langzeittest gemacht, haben hier einen 8 Ampere-Stunden Procore Plus reingetan, um zu schauen, dass wir keine Überhitzungsprobleme haben und so weiter und so fort. Hatten wir auch nicht. Und haben mit 20 mm über 40, zwischen 40 und 45 Schnitte geschafft. Also nicht 45 Schnitte, sondern haben 45 Meter, zwischen 40 und 45 Meter geschafft. Das, was schon amtlich ist. Also 45 Meter muss man erstmal schneiden. Und im Zweifel nimmst du einen zweiten Akku, dann ist es schon über 100 Meter. Also das ist schon ordentlich. Ja? Also man muss wirklich sagen, die Akkus in solchen Tischkreissägen, in Kappsägen und so weiter und so fort, schaffen in der Regel einen ganzen Arbeitstag ohne Probleme. Bis zur Mittagspause auf jeden Fall, wenn du nur einen Akku hast, um es nachzuladen. Also lass uns jetzt zum Fazit kommen. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, wir werden heute einen neuen Tischkreissägenkönig küren. Schweres Wort. Und das haben wir hiermit. Ihr seht den Punktestand. Wir haben hier einen deutlichen Vorsprung für Bosch und das Ganze auch zurecht. Ich muss aber noch mal ganz klar sagen, die Säge von Dewald ist richtig gut, vor allem im Verhältnis zu fast jeder anderen Säge unter 1000 Euro ist das so viele Jahre der Maßstab gewesen. Man muss einfach nur sagen, dass wir hier bei Bosch viele Details verbessert haben. Grundsätzlich sind das eigentlich dieselben Sägen und sägen beide richtig genial. Aber Bosch hat hier da ein paar Kleinigkeiten, da ein paar Kleinigkeiten, hier noch einen draufgesetzt und man muss sagen, aktuell ist es ja so, der Marktpreis ist ähnlich. Schaut gerne dazu unten mal in die Videobeschreibung oder kauft euch eine bei GoTools. Und dementsprechend ist es so, dass die Sägen, so wie sie hier sind, schon echt nah einander sind und richtig Spaß machen. Was ist eure Meinung? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich weiß, heute war es ein bisschen länger, aber es war nötig. Und mich würde eine Sache interessieren. Hast du die Dewald 7492? Dann schreib doch mal unten in die Kommentare. Würdest du jetzt noch mal ernsthaft überlegen, wenn du sie noch nicht gekauft hättest, ob du sie wieder kaufst? Oder sagst du auf jeden Fall die Dewald oder vielleicht auch die Bosch? Und wenn du eine GTS 10 XC hast, sagst du, verdammte Axt, ich glaube, ich brauche diese Säge. Und so lange für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.